Heute gucken wir uns mal wieder ein paar Referenzen an und diesmal die Amerikaner in fremden Uniformen und Tarnmuster. Ja, herzlich willkommen hier zurück auf dem Gear Reference Kanal. Wie schon erwähnt, in der heutigen Folge gehen wir mal ein paar Referenzen durch von amerikanischen Soldaten. Hier natürlich primär alles, was ein bisschen spezieller ist, wo die Möglichkeit überhaupt da war, dass andere Uniformen getragen wurden. Und zwar hatte ich ja vor kurzem mal ein Video gemacht über die frühen Kampfschwimmer 80er, 90er Jahre, wo viel RDF, ERDL, Woodland-Uniformen getragen wurden. Und heute machen wir das Ganze mal andersrum. Da haben die Deutschen amerikanische Uniform getragen. Jetzt gucken wir mal, welche Uniform die Amerikaner denn sonst so getragen haben und welche Tarnmuster. Ich habe hier mal ein paar Bilder zu rausgesucht. Das sind noch nicht alle, die ich habe, aber das Video soll ja auch nicht wieder Ewigkeiten gehen. Aber wir haben hier ein paar richtige Leckerbissen dabei. Also es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben, weil möglicherweise hat es ja auch mal ein frühes Bundeswehr-Tarnmuster mit in den Vietnamkrieg geschafft. Dann gucken wir uns jetzt mal die Sachen an. Ja, dann starten wir einmal in das Video, schauen uns ein paar Bilder an. Ich habe hier einfach mal aus dem Bereich der 50er Jahre bis heute einfach mal so einen Querschnitt genommen, Dinge, die mir immer oder irgendwann mal aufgefallen sind. Den Bereich Vietnam klammer ich da so ein bisschen aus. Da habe ich ein paar Beispiele, aber nicht alles, was wäre für dieses eine Video deutlich zu umfangreich, weil da sehr viel gemischt getragen wurde, auch lokal beschafft etc. Tarnuniformen aus dem Jagdbereich etc. Und deswegen habe ich gesagt, ich suche mir erstmal aus den gewissen Zeiträumen ein paar Bilder aus und die können wir jetzt einmal durchgehen und gucken uns das Ganze mal an. Primär habe ich hierzu die Besonderheiten rausgesucht, gerade zu der Anfangszeit. Da haben wir jetzt auch hier schon das erste Bild. Angehörige vom 5. Korps, also dem sie unterstellt sind, von der Long Range Recon Patrol Company. Und zwar hatten zur damaligen Zeit die amerikanischen Kameraden Oliv getragen primär. Das sehen wir auch hier. Und es gab eben noch keine Tarnuniform bei den Amerikanern. Und aus diesem Grund wird dann hier der deutsche Littertarn der Bundeswehr getragen. Also das erste Tarnmuster, welches es in die Truppe, die damals neu aufgestellt wurde, geschafft hat. Die Qualität der Bilder oder des Bildes, es gibt noch ein paar mehr, auch eins mit ein bisschen Farbe, aber die sind so klein, dass das relativ wenig Sinn macht, zeige ich vielleicht beim nächsten Durchgang mal. Aber hier jetzt einfach nur mal, um zu zeigen, das Bild hat nämlich eine ein bisschen bessere Qualität. Und ich glaube, das kann man ganz gut erkennen, wenn, wenn wenn man das schon mal gesehen hat oder ich würde gerade sagen, wenn man ein bisschen vom Fach ist. Aber ja, ansonsten einfach nochmal Splittertan, Bundeswehr eingeben. Da gibt es immer irgendwelche Stücke, eBay Kleinanzeigen etc., wo nochmal Bilder von da sind, wo man sich das Ganze mal angucken kann. Aber wie gesagt, hier schon mal sehr, sehr spannend. Wir haben in den späteren Bildern hier nochmal eine noch speziellere Version vom Splittertan, worüber ich mich super gewundert habe, als ich das Bild gesehen habe. Aber da kommen wir dann zu. So, hier haben wir den guten John F. Kennedy zu Besuch in Deutschland 1963 müsste es sein. Nochmal schnell auf meinen schlauen Zettel. Es ist 1963. Und zwar haben wir hier auch die Long Range Recon Patrol Dudes und hier direkt das, was sofort, glaube ich, jedem ins Auge fällt. Und zwar wird hier die französische Uniform getragen im Tarnmuster Lizard. Ich gehe noch mal ein bisschen ran. Wir sehen hier, es dürfte das M3 Lederholster sein für den Colt 1911. Hier die amerikanische Flagge aufgenäht. Die Mützen habe ich von einem anderen Sammler in einem amerikanischen Forum gelesen. Gab es nicht in diesem Tarn. Also gab es natürlich schon bei den Franzosen, aber die hatte einen anderen Schnitt. Und das ist die normale Field Cap, die eigentlich oliv ist, die aber mit Farbe bearbeitet wurde, um das Ganze noch ein bisschen mehr abzutarnen. Auch hier der gleiche Grund wie gerade eben. Es gab keine Tarnuniform und für so eine Long Range Recon Patrol Aufklärungseinheit ist das natürlich dann ein bisschen besser, wenn man ein bisschen mehr Tarnung einfach zur Verfügung hat. Hier drüben haben wir noch einen Kameraden, der da steht. Ja, also
Wir sehen hier auch einen Haufen hoher Tiere, der Präsident sowieso am Start. Das scheint also damals absolut kein Problem gewesen zu sein, dass man sich da bei Tarnmustern beziehungsweise Uniformen anderer Nationen bedient hat. Ja, hier direkt daneben, das grenzt an dieses andere Bild, was wir uns gerade eben angeguckt haben. Der Kontext ist der gleiche. Hier so ein kleines Display aufgebaut, ganz nett für den Präsidenten. Und hier haben wir dann ja das Radio-Team, Aufklärungsteam, auch hier wieder mit dem Holster. Wir sehen auch hier eine 1910er First Aid Kit Tasche. Die französische Uniform, auch wieder die Caps identisch, Funkgerät, Headset, und haben hier das so ein bisschen aufgebaut. Hier drüben, ja, hier liegt noch das M14, ein bisschen Sprungausrüstung, Stahlhelm etc., Schlafsack. Und hier der M1952 Mountain Rucksack. Sieht man auch noch zu Beginn des Vietnamkrieges. Eigentlich ein ganz cooles Teil, sonst eigentlich nicht so bekannt. Hier nochmal ein Bild seitlich von der Truppe. Das, nee, also alle mal ordentlich aufgerödelt. Ich weiß nicht, ob das der gleiche Kontext ist oder die Bilder später entstanden sind. Aber auch hier gucken wir nochmal, hier sieht man mal das Volumen von dem M1952 Mountain Rucksack. Auch hier wieder die M14-Gewehre. Hier sehen wir ganz schön den Schnitt. Der Utility Cap kennt, glaube ich, jeder vom US-Militär. Und hier nochmal in der Seitenansicht die französischen Uniformen. Gehen wir mal ran. Hier auch wieder das M3 Lederholster. Hier wird noch ein bisschen Seil mitgeführt, was er im Hals trägt. Hier schwer zu sagen, aber auch wahrscheinlich wieder hier noch ein Holster. Genau. Dann hier nochmal einfach die gleiche Truppe in der Bewegung, wie sie sich durch den deutschen Wald kämpfen. Ach so, ja, falls ich es nicht gesagt habe, also 5. Korps, das waren Einheiten, die in Deutschland stationiert waren. Von daher war auch, glaube ich, die ganz gute Verbindung hin zur französischen Uniform, dass man da irgendwie rangekommen ist, aufgrund der Nähe auch. Und das waren so die Fernaufklärungskräfte der Amerikaner zu der Zeit. Hier haben wir gleich zwei Besonderheiten. Wir sind schon im Vietnamkrieg. Und zwar sind das Advisor, also Special Forces Angehörige, die zu den Truppen der Südvietnamesen wurden, um diese militärisch auszubilden. Und zwar haben wir drüben das sogenannte Bush-Stroke Pattern. Ähm, Vornehmlich ist da der Vorläufer das M42 Windproof Jacket und Trousers, oder hieß der damals schon Smog und Trousers? Auf jeden Fall von den Briten das Muster. Ähm, Hier noch im Schnitt der Südvietnamesen, hier ist noch ein Reißverschluss angenäht auf beiden Seiten. Das ist damals ganz oft gemacht worden, auch hier unten noch an den Hosenbeinen. Ist nichts Neues. Wurde dann auch mit amerikanischen Insignien benäht. Der Kamerad hier drüben, ebenfalls wahrscheinlich ein Special Forces Angehöriger, der trägt dann das EADL, ähm, welches die Vietnamesen ebenfalls genutzt haben. Dieses Tarnmuster speziell bei den südvietnamesischen Fallschirmjägern zu finden. Und das Bush-Stroke-Pattern wurde dort eben bei dieser Einheit benutzt, kopiert und eben eigene Uniform hergestellt. Zum anderen haben das auch schon die Franzosen damals im Indochina-Krieg mitgebracht. Da gibt es auch einige Bilder, wo die Bekleidung getragen wird. Guck mal, ein bisschen ranzoomen kann man, ohne dass die Qualität zu schlecht ist. Genau. So, hier ebenfalls das gleiche Pattern, äh, ebenfalls identische Modifikation mit den Reißverschlüssen. Hier ist die Brusttasche noch ein bisschen anders, aber auch wieder das Bushstroke-Pattern. Das Gesicht kommt dem einen oder anderen vielleicht bekannt vor. Wenn man jetzt noch den Namen liest, Schwarzkopf, dann klingelt es vielleicht bei dem einen oder anderen. Wer es weiß, wer es ist, gerne in die Kommentare schreiben oder wer ihn sofort erkannt hat, auch einfach nur im Gesicht einfach mal drunter schreiben, wieso, weshalb, warum.
euch der bekannt vorkam oder ihr den direkt erkannt habt. Hier ebenfalls nochmal Advisor zusammen mit einem Südvietnamesen. Und hier ist direkt das Spannende, dass hier der Südvietnamese das französische Lizard trägt. Eine französische Uniform, nicht mal umgenäht, mit den 3 Knöpfen auf der Brusttasche. Der amerikanische Kamerad hier im Bushstroke, diesmal keine Zipper, jedenfalls so nicht zu erkennen. Also auch früher Advisor-Phase, der dann das Bushstroke der Südvietnamesen trägt. Hier mein absolutes Lieblingsbild, und zwar ist das Major John Duffy in Vietnam, damals Angehöriger der Special Forces, war vorher stationiert in Deutschland, und hier das Ultimative, eine Bundeswehr aus der frühen Phase, Bundeswehr, frühe Versuchsphase, vom Blittertan der Fallschirmjägerjacke damals mit schräg aufgesetzten Taschen und Reißverschluss, die er wahrscheinlich dann aus Deutschland mit nach Vietnam genommen hat. Und mit so einem Zufallsfund, da rechnet halt niemand mit, dass man sowas jemals zu Gesicht bekommt, dass eine deutsche Tarnuniform in Vietnam im Einsatz war. Das ist wirklich die absolute Rarität. Das Bild ist jetzt aufgeploppt vor 2, 3 Jahren, weil Major John Duffy 2022 im Juni, meine ich, die Medal of Honor verliehen bekommen hat. Er lebt auch noch zum jetzigen Zeitpunkt und hat mehrere Touren in Vietnam gehabt, unter anderem mit dem MAC-V-SOC. Genau, und hat auch vor kurzem, nachdem er die Medal of Honor bekommen hat, in verschiedenen Podcasts auch mal ein paar Stories erzählt. Also wirklich äh, coole Sache, auch dass er noch lebt und seine Geschichte so erzählen kann, seine Erfahrungen aus dem Vietnamkrieg, und natürlich dann, dass er mit so einer frühen Bundeswehr äh, Splittertarnjacke einfach nach Vietnam ist. Ja. So, wir sind mit der frühen Phase vorbei. Jetzt wird es ein bisschen moderner, Ende 80er Jahre, Anfang 90er. Und zwar hier den Boonie Head ähm, im thailändischen Shadow Tiger Stripe, so ein Boonie, oder beziehungsweise, ja doch, den Boonie habe ich auch mal in einem Forum gefunden, meine ich, und habe den auch in meiner Sammlung. Gibt auch nur ein Bild von einem Navy SEAL, der diesen Boonie Hat trägt, aber mir gefiel auf jeden Fall das Muster, und wenn man an sowas mal vorbeikommt, dann nimmt man es auf jeden Fall mit. Besonderheit hier noch, man sieht hier schon die Tubes vom Schwimmkragen, war eine Over the Beach Übung. Schulter hier modifiziert mit womöglich einer Tasche für die SDU, also für den Signalmarkierer. Ja, frühe M4-Version mit M203. Und dann haben wir hier die Zoom-App von Zavtec. Hier steht es oben drüber, hatte mal ein anderer Sammler als Referenzbild benutzt. Auf die Weste kommen wir dann aber irgendwann mal im Speziellen zu sprechen. Dann haben wir hier Dave Hall 1991 in Norwegen. Dave Hall ist ein Navy SEAL, ähm, hat eine Instagram-Seite, da habe ich das Bild auch gefunden, kommt auch gleich noch ein anderes. Und der ist auch, gerade was Camo angeht etc., da hat er auch eine Leidenschaft für. Hier halt in Norwegen, hier sieht man auch einen norwegischen Kameraden sitzen. Dave Hall hier komplett im britischen DPM, Hose, Jacke, beziehungsweise Smog. Könnte natürlich auch noch ein Gore-Tex-Smog vielleicht Jacke sein oder sowas. Ist schwer zu erkennen. Aber auf jeden Fall hier noch der Arktis 42 Commando, das Arktis 42 Commando Chest Rig, beziehungsweise wie es später auch hieß, das Arktis Classic Rig. Ja, ansonsten hier noch irgendwie eine Netzschal wahrscheinlich um den Kopf gewickelt, könnte auch das britische Modell sein. Feldflasche, ja. Ansonsten nichts Besonderes, aber Navy SEAL sieht man nicht so häufig in DPM. Wie gesagt, hier das nächste Bild. Ähm,
wieder Dave Hall hat er auch auf seine Seite gepostet, hier noch mit einem Kameraden, wahrscheinlich auch noch aus der Zeit in Norwegen, war halt diesmal eine andere Kopfbedeckung. Wir sehen aber wieder ganz schön das DPM Arktis Chest Rig, genau, Hose, Jacke. Ja, hier drüben sein Kamerad komplett in Woodland, ebenfalls ein Ziel mit der grünen Version, der Tactical Low Bearing Vest, hier oben zu erkennen an den Metallverbindern. Hier weiter unten sehen wir die Pocket Ammunition in Nylonmaterial. Die gibt es quasi schon in der Form seit dem Zweiten Weltkrieg. Damals natürlich noch aus Canvas, wurde die ganze Zeit weiter genutzt. Und ich habe mein gutes Stück aus Nylon gerade nämlich hier liegen gehabt. Deswegen hatte ich eine kurze Unterbrechung, habe die eben dazu geholt. Ganz cooles Teil auf jeden Fall. Ja, äh, muss ich auch noch mal ein Video drüber machen. Hier oben trägt er noch was um den Hals. Ich kann gerade sehr schlecht zuordnen, was das ist, äh, was für eine Tasche da gerade genutzt wird, aus welchem Grund. Ähm, muss ich noch mal irgendwie recherchieren. Habe ich aber schon mal gesehen, weiß ich aber gerade einfach nicht. Wer es weiß, gerne einfach mal in die Kommentare schreiben. Äh, Dann hier die Opfer mal als Referenz. Eigentlich sind die Uniformen relativ oft auch oliv bei denen. Diese sind jetzt hier schwarz, also die haben verschiedene im Einsatz. Hier natürlich im Übungsbereich als Feindkräfte, die dann immer gegen andere antreten. Ähm, genau, hier nochmal ein anderes Bild. Hier, okay, wie ich jetzt hier gerade sehe, es könnte sogar eine eingefärbte Uniform sein, dass die Oliven genommen haben und einfach schwarz gefärbt haben, weil Oliv kenne ich die auf jeden Fall auch. Das sieht ein bisschen so aus, ob das vielleicht mal was anderes war. Ähm, genau. Hier auch mit Feindbewaffnung, eine AK auf dem Rücken. Da wird sowas natürlich immer gerne mal benutzt. Hier auch mal Feinddarstellung in Oliv eben. Wollte ich unbedingt nochmal ein Bild mit drin haben. Oberteil ist ein Rye Precision Combat Shirt. Die tragen aber auch normale BDUs etc. Aber was wirklich spannend war, war nämlich dieses Bild hier und hier auch Feinddarstellung, wahrscheinlich eher in den 90er Jahren. Hier steht auch Aggressor auf dem Tab. Der Kamerad daneben, irgendeine Woodland, Biogam, Frogskin, Camo, schwer zu erkennen so. Ähm, mit dem chinesischen Chicom Chest Rig, frühes M16A2 wahrscheinlich, man sieht nicht, was oben drauf ist, aber schön in der NVA Felddienstuniform. Hier nochmal ein Bild von 2019. Es müsste die fünfte Special Forces Group gewesen sein. Die haben irgendwann mal ihr Insignia, also das Barrett Flash, wieder umgeändert auf die Vietnam-Version. Und ich glaube, zur ja, Erinnerung auch an die Zeit haben sie hier bei einer Übung sich mal so ein bisschen wieder auf Vietnam quasi umgestellt. Vor allem hier mit den bunten Patches. Das ist ja auch noch früh in der Vietnamzeit genutzt worden in diesen Farben quasi, bis es dann irgendwann in Olive oder Tan oder was auch immer, was zur Uniform passt, eben ähm, umgewechselt wurde aus Grund von Tarneigenschaften. Hier aber schon mit den Tüchern, hier, oder die Cravate, also das Dreiecktuch, was gerne so in Vietnam getragen wurde, haben wir hier so eine kleine Verbindung aus alt und neu. Aber hier noch es ist kein richtiges Vietnam Tiger Stripe, das sind die Uniformen, die es überall so auf dem Markt gab. Ähm, passt nicht zu 100%, ist so eine modernere Version davon, aber an sich eine ganz coole Sache. Ich glaube, die haben auch da Advisor gespielt und die US Army Einheit ausgebildet. Und Advisor-Tätigkeiten für die Vietnamesen war ja auch so ein Steckenpferd der Special Forces im Vietnamkrieg. Gehen wir mal in den Einsatz. Das Bild wird der ein oder andere schon kennen. Hier in einem Gruppenbild vom Kommando Spezialkräfte. Hier nochmal ganz kurz auf den Kameraden hier rechts eingegangen. Und zwar ist das ein US Air Force CCT oder JTAC, irgendeine Qualifikation, die er haben wird, um Luftschläge zu koordinieren. M4, ganz klar zu erkennen. Die andere Ausrüstung hatte ich, glaube ich, in einem anderen Video schon mal besprochen. Hier die American, ach nicht American Body Armor, die AWS
CCT-LBV-Weste, da muss ich auch noch mal ein Video drüber machen. Und hier sehen wir auch amerikanische Hohabzeichen auf der Schulter. Also wenn Leute attached waren, bei anderen Einheiten anderer Nationen, war das auch immer mal üblich, dass man die Uniform dieser Einheit getragen hat. Sowas ist auch so ein Special Forces Ding, haben wir auch schon in Vietnam gehabt. Deswegen habe ich die nochmal drin. Gibt noch ein anderes Foto, ebenfalls CCT, gerade wenn ich mir die Funkgerätetaschen etc. angucke, das ist so typisch für die Air Force CCT-Jungs. Und auch hier wird noch Smog und die Einsatzkampfhose, die früher in Afghanistan getragen, eben von Amerikanern. Sonst auf dem Bild waren jetzt hier nicht zu erkennen, ob irgendwie noch irgendwie Deutsche oder sowas im Umlauf sein könnten, dass die vielleicht auch attached sind. Hier drüben nur noch eine weitere M4A1 zu sehen. Aber ansonsten richtig cooles Bild, auch nochmal wieder Amerikaner in deutscher Uniform zu sehen. Und dann haben wir hier ein Bild vom SEAL Future Fund. Und zwar trägt der Navy SEAL hier vorne eine Jacke im Wüstentarn der Kanadier, also im Cat Pad. Ich glaube, das ist auch nicht häufig zu finden, aber eine ganz coole Kombination auf jeden Fall. Gibt noch eine weitere SEAL-Kombination, wo wir gleich zukommen. Ich meine sogar, dass das Navy SEALs der Death Crew sind. Ja, dann haben wir hier nochmal ein Bild vom SOF Archive. Das ist auch eine Instagram-Seite, wo ein Haufen Bilder waren und hier einfach nochmal ne, nichts Special-mäßiges, Woodland. Gerade in den Einheiten, die afghanische Kommandos ausgebildet haben, war das ja üblich, weil die alle Woodland getragen haben, wie hier zu sehen. Aber der Kamerad hier im Hintergrund trägt auch nochmal hier das modernere Tiger Stripe. Ob das jetzt original Cry ist, weiß ich nicht. Gab es aber auf jeden Fall mal in der Version von Cry. Und ist das Vans? Ah, okay. Äh, kurz abgelenkt. Und hier oben noch ein ja, Combat-Shirt im Chocolate Chip Desert, also im Six Color Desert der Amerikaner. Normal, ganz normales Tarnmuster, aber sieht man auch recht selten in so einer modernen Kombination. Ja, hier ein super Klassiker, auch das hier sind Navy SEALs. Ähm, Desert Tiger Stripe sehen wir relativ häufig im Global War on Terror. Hier die frühen MLCS-Kits von Eagle Industries hier zu sehen. Hier drüben Sonderbridge Trading 1961. Hier noch eine Mark 14. Oder, ja, wie die auch, war die Mark 14 bei den Seals, die spätere M14-Version wieder. Aber ja, wer es weiß, schreibt drunter, ihr super Waffen, Special Knowledge habe ich jetzt hier auch nicht immer auf dem Kasten. Ich bin ja eher so der Nylon-Dude. Genau. Also sehen wir relativ häufig, ist jetzt nicht das super seltenste, aber wollte ich mit dabei haben. Hier haben wir noch eine kleine Besonderheit und zwar das Oberteil hier, das Combat Shirt. Der eine oder andere wird es kennen. Ich glaube, Bild war bei SOCOM Tactical Gear Room oder so veröffentlicht. Ich meine, es ist auch aus Afghanistan, ist auch ein Navy SEAL, meine ich. Und zwar trägt der das LBX Combat Shirt, also LBX war diese Software, ich sag mal so, ja, Airsoft-Bereich von London Bridge Trading. Und das hier ist die MOH Camo-Nummer. Das war damals zu dem Medal of Honor Spiel. Die gab es eine gewisse Linie in dem Tarnmuster, welches es auch im Spiel gab. Und der trägt halt hier einen Combat-Shirt aus dieser Serie von LBX. Dann habe ich hier nochmal den Teilbereich Irak. Und zwar hier haben wir amerikanische Angehörige der Special Forces, wahrscheinlich eine SIF-Einheit, die der Golden Division der Iraker angegliedert sind und die wahrscheinlich ausgebildet haben. Die Golden Division hat schwarz getragen, deswegen auch hier schwarz. Alle drei tragen modifizierte Shirts, die schwarze Ärmel bekommen haben. Hier in der Mitte sieht ziemlich doll nach Dry Precision aus. Bei den anderen beiden ist schwer zu sagen, aber eben schwarz auch nicht der Standardtarn der Amerikaner. Die Golden Division der irakischen Special Forces haben ja auch gerade im War on ISAF viel in ihrer schwarzen Uniform zugebracht.
Genau, das muss hier aber noch deutlich früher sein. Ja, QuellionOSCF.net, auch so ein Google-Fund. Dann haben wir hier den Navy SEAL, ehemaligen Navy SEAL Sean Ryan und hier die zweite Referenz zum kanadischen Desertan. Hier sitzt er im Irak auf einem M1 Abrams sehr wahrscheinlich. Das Chest-Rig ist ein DBT Battle Lab. Hier noch ein MLCS-Tasche aus dem Eagle-Satz mit drin. Ja, normal Three-Color Desert, Oberteil und eben die Hose, ja, Solo-Stiefel, schön mit Tarnschminke, auch nicht so häufig zu sehen im Irak. Genau, aber eben in der Kombination mit der kanadischen Hose auch nochmal eine ganz coole Sache. Dann haben wir hier dann hier noch, wie ich vorhin schon erwähnt habe, die Golden Division der irakischen Special Forces und hier diesmal mit einem Navy SEAL. Wir sehen noch den Plattenträger in AOR 1, aber hier mit Multicam Black. Dann ein Bild von, welches Jack McMurph auf seiner Instagram-Seite geteilt hat. Ging um seinen Podcast. Hier um Major Mike Perry. Äh, Bild der SIF-Einheit 2007 im Irak. Und zwar haben die anscheinend wohl auch die 36. Kommandoeinheit der Iraker trainiert und haben deswegen zum Teil auch die Uniform dieser an. Sehen wir hier bei dem Kameraden, hier bei ihm und diesen beiden. Und die tragen eben dieses exklusive Muster, welches die 36. Kommandoeinheit der Iraker getragen hat. Habe ich auch einen Satz mit Hose und modifiziertem Combat Shirt hier. Sehr selten zu bekommen. Quelle war einfach mal hier in Deutschland zu finden. Wahrscheinlich auch ein Sammler, der es mal gekauft hat. Und da habe ich den gleich zugeschlagen, bekommt man halt nicht häufig, gerade nicht in Deutschland. Dann hier ein Bild von Mike Glover und Kevin Owens. Auch die waren Angehörige vom Special Forces SIF. Und hier sehen wir einmal wieder Desert Tiger Stripe, Three Color Desert und britisches DPM. Also der wahrscheinlich britisches DPM könnte auch neuseeländisches sein. So ein bisschen schwer zu erkennen. Aber ich gehe jetzt erstmal vom britischen aus. Kevin Owens ist ehemaliger äh, Irish Army Ranger, dann irgendwann nach Amerika, hat sich da wieder hochgearbeitet, von ganz unten bis zu den Special Forces. Genau. Auch das Bild ist bei denen bei Instagram gepostet worden. Alle tragen die Paraclet RMV, frühe Version. Hier einmal in beige und dann nochmal zweimal in dem Smoke Green von Paraclet. Hier haben wir die beiden nochmal und diesmal alle beide in normalem DPN. Auch das sehr selten. Okay, wir haben vorhin nochmal den Dave Hall 1991 damit gehabt. Hier die beiden in Afghanistan, im Irak. Warum sie da DPM getragen haben, weiß ich jetzt noch nicht. Da habe ich auch noch nicht weiter recherchiert, ob die beiden dazu mal was gesagt haben, weil mir so nicht bekannt ist, dass eine irakische Einheit DPM getragen hat. Beziehungsweise jetzt gerade so aus dem Kopf wüsste ich es nicht. Auf jeden Fall nochmal ein Punkt, wo ich auch nochmal nachgucken werde. Genau. Das war so der kleine Exkurs durch die Zeit mit verschiedenen oder ausländischen Tarnmustern, fremden Tarnmustern, die bei den Amerikanern irgendwo genutzt wurden. Natürlich hier sehr viel, beziehungsweise alles mehr oder weniger immer was Spezielles. Sowas kommt natürlich in der normalen Truppe nicht vor, es sei denn, es ist mal so ein Neckgator oder sowas, der eine andere Farbe hat. Ähm, genau, aber dass da andere Uniformen getragen werden, bis auf natürlich Opfer- oder Aggressoreinheiten, ist das natürlich sehr unnormal. Ich hoffe, euch hat das gefallen, sich mal so ein paar Beispiele anzugucken. Ich werde irgendwann vielleicht auch noch mal was machen bei den Amerikanern mit fremder Ausrüstung. Ich habe diese Folge jetzt mal gemacht, weil wir das bei den Kampfschwimmern hatten der Bundeswehr, die in Woodland rumgelaufen ist und ich jetzt hier auch noch mal zeigen wollte, dass es nicht nur unsere deutschen Kampfschwimmer können, sondern auch die Amerikaner mal Zeiten hatten, wo sie kein Tarnmuster hatten und sich woanders bedient haben, gerade bei den ersten Bildern, die wir geguckt haben. Genau. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, seid gerne beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn ihr noch irgendwelche Anmerkungen habt, wenn ihr selber noch Bilder kennt, gerne kommentieren oder mir per Instagram schicken. Ich habe noch ein paar auf Lager für eine andere Folge. Und ansonsten liked gerne das Video, könnt gerne abonnieren und die
Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.